Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Dieses Real Madrid wird in dieser Saison keinen Titel gewinnen. Umso früher wir Madridistas das akzeptieren, umso leichter fällt es uns am Ende der Saison. Real Madrid gewinnt zwar mit 2:1 gegen Rayo Vallecano, aber um gegen den Tabellen 17. der spanischen Liga zu gewinnen, brauchte Real Madrid eine rote Karte und einen Elfmeter in der 100. Minute. Und ich sage nicht, dass die Entscheidungen falsch waren, dazu komme ich gleich. Aber es war wieder einmal ein erschreckend schwaches Spiel von Real Madrid. Dieses Real Madrid hat uns gestern wieder eines bewiesen. Es fehlt ihnen an allen Ecken und Enden, aber vor allem an Fußball. Ja, viele von euch fragen mich, Mario, was ist die Lösung für dieses Real Madrid? Und da fällt mir nur eine Lösung ein, und zwar Dawood. Spaß beiseite, herzlichen Glückwunsch Dawood zum Geburtstag. Schöne Grüße von deinem Sohn. Mein Freund, ich wünsche dir alle Kraft dieser Welt. So, Schluss jetzt damit. Starten wir mit der Analyse des Spiels. Starten wir, wie ihr es kennt, mit Zahlen, Daten und Fakten. Was bedeutet dieser Sieg für Real Madrid? Ich zeige euch die Ergebnisse des gestrigen Spieltags. Wie ihr seht, Real Madrid gewinnt zu 2:1. Das bedeutet, in der Tabelle bleibt Real Madrid natürlich auf dem zweiten Tabellenplatz, bleibt auf einen Punkt an den FC Barcelona dran. Doch ganz ehrlich, wer als Madridista in dieser Saison von der Meisterschaft träumt, der wird bitter enttäuscht. Also, dieser Fußball, dieser Mangel an Fußball bei Real Madrid ist erschreckend. Barcelona im Vergleich gegen Elche vorgestern, ein schweres Auswärtsspiel, 6, Expected Goals. Also ich glaube, das sagt schon alles. Es ist ein unterschiedlicher Fußball, den der FC Barcelona und Real Madrid zurzeit spielen. Das ist die traurige Realität, die wir Madridistas gerade leider akzeptieren müssen. Und glaubt mir, ich wünschte mir, es wäre anders. Ja, kommen wir weiter zu Zahlen, Daten und Fakten, nämlich die Aufstellung, die unser Trainer Álvaro Arbeloa gewählt hat. Und auch da, wen wundert es? Álvaro Arbeloa tritt ja in die Fußstapfen, anscheinend von einem Carlo Ancelotti. Keinerlei Rotationen. Ein Álvaro Arbeloa scheint seine Startelf gefunden zu haben, möchte da nicht viel verändern. Die einzige Veränderung, die er übernommen hat, war ein Eduardo Camavinga als linker Verteidiger für einen Álvaro Carreras. Komme ich gleich zu, was ich dazu zu sagen habe. Ja, aber er fällt so sehr in das Muster Carlo Ancelotti, dass sogar die Spieler, die angeschlagen sind, trotzdem spielen. Auch das kennen wir vom Italiener. Ein Jude Bellingham, der sich vor dem Anstoß, schon auf mehreren Videos war es zu sehen, am Oberschenkel gehalten hat. Genau an der Stelle, an der er sich in der 8. Minute verletzt hat. Wir leben doch in einer Simulation. Der Trainer sagt vorgestern noch in der Pressekonferenz, Jude Bellingham, ein Vini Junior, ein Mbappé, ein Valverde und ein Courtois werden bei mir immer alles spielen. Und als wenn da oben Karma sich gedacht hätte, aha, der soll also spielen, obwohl er angeschlagen ist. Jetzt haben wir den Salat. Und versteht mich nicht falsch. Ich bin kein bisschen glücklich darüber, dass Bellingham verletzt ist. Im Gegenteil. Ich bin sauer und wütend auf Álvaro Arbeloa. Und vielleicht auch auf den Spieler. Denn wenn du vor dem Anstoß dir schon genau an die Stelle fasst, wo 8 Minuten später K.O. ist, dann ist das kein Zufall. Ja, und das ist mehr als fahrlässig, sowohl von Arbeloa als auch von Jude Bellingham. Ja, wir haben das, was kommen musste. Jude Bellingham fällt anscheinend zwischen 3 und 4 Wochen aus, je nach Grad an Verletzung. Horrorszenario für Real Madrid. Jude Bellingham fehlt anscheinend in beiden Spielen gegen Benfica Lissabon. Ja, aber jetzt kommen wir zum Spiel. Eine Sache noch zur Aufstellung. Eduardo Camavinga als linker Verteidiger. Die taktischen Gründe von Álvaro Arbeloa haben mir persönlich gefallen. Ein Eduardo Camavinga ist im Spielaufbau nicht wie ein Álvaro Carreras
die Außen geöffnet. Nein, er ist immer in die Mitte gezogen. Dadurch ist ein Dean Housen weiter nach links gezogen, ein Asensio mehr in die Mitte, ein Fede Valverde ein bisschen zurück und die Mittelfeldspieler quasi oder die Außenstürmer, ein Franco Mastantuono und ein Vini Junior kamen sich den Ball an der Mittellinie abholen. Dadurch hat Álvaro Arbeloa versucht, das Problem des Spielaufbaus zu lösen. Somit sollte Real Madrid die Verteidiger mehr Anspielstationen schaffen. Und ich muss auch zugeben, auch wenn ich viel bei Álvaro Arbeloa mecker, diese Taktik hat die ersten 20 Minuten funktioniert. Ja, ich glaube, das ist auch ein Muster in diesem Video. Allgemein hat in den ersten 20 Minuten einiges funktioniert. Bevor wir zum Fußball kommen, muss man aber natürlich auch erwähnen, Real Madrid wurde wieder einmal mit einem Five-Konzert im Bernabéu begrüßt. Absolut verdient nach der Blamage in Benfica, absolut verdient nach den Leistungen in den letzten bald 2 Jahren. Auch insbesondere als die Namen vorgelesen wurden, hat man auch gemerkt, auf welche Spieler das Bernabéu sauer ist. Pfiffe haben insbesondere abbekommen einen Dean Housen, ein Franco Mastantuono, der mir persönlich ein bisschen leid tut. Der Junge ist 18 und kriegt den Hass einer Mannschaft zu spüren, wo der die letzten 1,5 Jahre nichts dafür konnte. Und in dieser halben Saison war der auch noch 2 oder 3 Monate verletzt. Also der kriegt für 3 Monate schlechten Fußball den Hass von 2 Jahren ab. Da tut er mir leid mit 18 Jahren. Der denkt auch, wo bin ich denn hier hingekommen? Naja, Jude Bellingham, sehr viel Hass abbekommen und vor allem Vini Junior. Das sind die Spieler, die am meisten ausgepfiffen wurden. Ja, es gab andere Spieler, die Applaus bekommen haben. Ich glaube, Kylian Mbappé, Arda Güler und Thibaut Courtois sind die einzigen, wo ich mich sogar an Applaus erinnern kann. Also, die Fans im Bernabéu sind nicht dumm. Ja, kommen wir aber jetzt zum Fußball. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es die Pfiffe waren. Ich weiß nicht, ob es die Blamage gegen Benfica war. Aber die ersten 20 Minuten von Real Madrid fand ich absolut okay. Dauerfeuer. Es war eine Frage der Zeit, dass Real Madrid ein Tor macht. Man hat sich auch von der Verletzung von Jude Bellingham nicht außer dem Takt bringen lassen. Im Gegenteil, der Fußball fließte, es lief. Ja, und Vini Junior hat ein unglaubliches Traumtor gemacht. Das muss man einfach so attestieren. Wirklich schön. Arda Güler verlängert den Ball, wird dabei böse getreten. Allgemein muss man sagen, das wird so ein bisschen außer Acht gelassen. Rayo Vallecano ist gestern verdammt hart zur Sache gegangen. Ich glaube, in der ersten Minute hatte Arda Güler schon einen Ellbogen im Gesicht. Kurz danach wurde der wieder umgesäbelt. Also Rayo Vallecano hat sich seine Karten schon redlich verdient. Wie dem auch sei, der Türke verlängert den Ball, wird dabei komplett umgehauen. Brahim rennt mit dem Ball, gibt ihn auf Vini. Vini hat ein Tor gemacht, was mich ein bisschen... Bin ich gespannt, ob die Älteren von euch sich noch daran erinnern. Zinedine Zidane damals gegen Deportivo La Coruña, der hat auch den Ball so von einer Seite zur anderen gezogen. Bei Zidane sah es noch besser aus. Ja, ich bin aber auch ein Zidane-Liebhaber. Aber trotzdem, Vini zieht, legt den Ball rüber, geht nochmal zurück. Ich dachte eigentlich, die Situation ist schon tot. Der schießt den Ball unter die Latte. Und viele haben kritisiert, ja, das probiert er 10-mal im Spiel und einmal klappt's. Ja, glaubt mir, ich könnte das 100-mal probieren, also würde nie klappen. Also Vini Junior hat schon seine Qualität in dem Tor gezeigt. Ja, und danach war auch nicht mehr viel von Vini Junior und vom Rest der Mannschaft. Ja, es gab noch 2, 3 gute Aktionen. Vini hat sich nochmal durchgesetzt. Am zweiten Pfosten stand keiner. Ich erinnere mich noch an ein traumhaftes Solo von Arda Güler. Wieder über rechts. Der zieht am Verteidiger vorbei, steht allein vom Torwart. Der schießt, Torwart hält ihn. Vini nimmt ihn mit links, Volley und dabei geht so ein Stück am Pfosten vorbei. Sonst steht schon 2-0 und das Spiel kann dann vielleicht auch in ganz andere Bahnen laufen. Ja, aber Real Madrid ist zum einen verunsichert. Zum anderen hat Real Madrid ein Glaskinn, dazu kommen wir gleich. Und zum anderen fehlt auch die Qualität, das muss man so ehrlich als Madridista sagen. Denn von der Minute 25 bis zur Minute 80, also wir reden hier über 55 Minuten Fußball, wurde im Santiago Bernabéu der Fußball gespielt, den Rayo Vallecano wollte. Die waren die bessere Mannschaft. Die haben Fußball leicht aussehen lassen. Die haben sich mit einer Leichtigkeit von hinten nach vorne kombiniert, die ich bei Real Madrid in 1,5 Jahren nicht gesehen habe. Jeder Angriff von Real Madrid, jeder Ballbesitz von Real Madrid war ein Krampf. Wir haben es nicht geschafft,
3 Pässe am Stück zu spielen nach vorne. Wenn wir mal 3 Pässe spielen mussten, mussten die zwischen den Innenverteidigern oder nach hinten zu Thibaut Courtois sein. Warum? Weil Rayo Vallecano gebissen hat. Weil die gewollt haben. Weil die aggressiv zur Sache gegangen sind. Ja, und vorne hat ein Kylian Mbappé, hat ein Vini Junior, hat auch ein Franco Mastantuono zugeschaut, wie Rayo Vallecano sich den Ball von rechts nach links spielt. Es sah einfach aus. Die waren ständig an unserem 16er. Und wir können uns unter anderem auch bei Thibaut Courtois mal wieder bedanken, dass wir mit 1:0 in die Halbzeit gekommen sind. Und wer sich jetzt gedacht hat, in der Halbzeit, Álvaro Arbeloa hält hier eine Standpauke, eine Rede, den Spielern wird wieder bewusst, die wurden zur Halbzeit wieder mit Pfiffen verabschiedet, denen wird bewusst, was die da gerade wieder machen. Nein, von der 45. bis zur 80. Minute, das war der schlimmste Fußball. Ja, und ich sage es Woche für Woche, wir machen jede Woche Niveau-Limbo, wir werden immer schlechter von Woche zu Woche. Das war katastrophal. Die Mannschaft war verunsichert. Wir hatten keinen Plan. Wir hatten keinen Spieler, der sich im 1 gegen 1 durchsetzt. Wir hatten keinen Spieler, der den Spielaufbau übernommen hat. Es waren blinde, lange Pässe nach vorne. Ganz oft ein Dienhausen, der so schlecht war, dass der irgendwann ausgewechselt werden musste. Zur Einzelbewertung komme ich gleich. Es war katastrophal. Ja, das Einzige, was uns vor dem Fernseher gehalten hat, war die Liebe zu diesem Verein. Denn jeder Madridista ist gestern 55 Minuten durch die Hölle gegangen. Ja, und dann ist es auch so gekommen, wie es kommen musste. Rayo Vallecano macht das 1:1. Und wie gesagt, Real Madrid hat ein absolutes Glaskinn. Nach diesem Gegentreffer ist Madrid zusammengebrochen. Hätte Rayo Vallecano mehr Niveau, wären die ein besserer Gegner. Ich will gar nicht drüber nachdenken, wenn sie Bayern wären oder Arsenal. Die hätten uns am Nasenring durch die Manege gezogen. Die hätten uns eine historische Blamage verpasst. Ja, und dann kann sich Real Madrid bei Rayo Vallecano und insbesondere bei Pape Ciss bedanken. Der hat sich die roteste Karte seit Monaten im Santiago Bernabéu abgeholt. Also für diejenigen, die irgendwas in den Kommentaren über Madrid schreiben wollen etc. Diese rote Karte ist so glasklar, dass er sich selber danach auf seinem Twitter- oder X-Account entschuldigt hat. Der hatte nämlich nach dem Verlassen oder während des Verlassens des Santiago Bernabéus wurde er gefragt, ob es eine rote Karte war. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, aber mir war klar, der Schiedsrichter wird die mir geben. So nach dem Motto, der Schiedsrichter hilft Madrid. Ja, und als er dann zu Hause war und die Wiederholung gesehen hat, hat er geschrieben, oh, das war eine glasklare rote, ich entschuldige mich bei den Fans, ich entschuldige mich für meine Aussage und ich entschuldige mich bei Dani Ceballos. Also so eine klare rote Karte, dass der Gegner sich genötigt fühlt, sich selber zu entschuldigen. Also das sagt schon einiges. Ja, und Real Madrid, ja, die brauchen diese Momente. Die können sich nicht, die haben keine intrinsische Motivation. Die brauchen so etwas. Die brauchen eine Aktion im Spiel, die aufweckt. Ab der 80. Minute war das wieder ein Real Madrid, mit dem ich mich identifizieren kann. Ein Real Madrid, was vorne draufgegangen ist, was mutig war, was Tumult gesucht hat, was Stress bei Rayo Vallecano ausgelöst hat. Jeder war in den Zweikämpfen, wollte den Ball, hat sich schnell getrennt und war, ja, Powerplay von Real Madrid. Ja, wir haben einen Pfostenschuss von Camavinga, einen Kopfball an den Pfosten. Wir haben 2, 3 Halbchancen, einen Schuss von Dani Ceballos direkt nach seiner Verletzung. Wir können vom Glück reden, dass sein Knöchel nicht gebrochen ist. Also die Wiederholung war krass. Dieser Tritt, diese rote Karte hat ihn auch geweckt. Davor war der schlechteste Mann auf dem Platz. Danach war Dani Ceballos überall. Das erste, was er macht, fast ein Tor. Rennt vorbei, schießt den Ball so ein Stück am Pfosten vorbei. Real Madrid hat Gas gegeben. Ja, es hat nicht für das Tor gereicht. Und jetzt kann sich Real Madrid wieder bedanken, weil Mondi Brahim mit einem Karate-Tritt in den Bauch tritt. Will Mondi dieses Foul machen? Nein. Macht er ein Foul? Ja. Glasklar. Das ist ein ganz klarer Elfmeter. Kylian Mbappé übernimmt die Verantwortung. Respekt dafür, denn bis dahin war es wahrscheinlich das schlechteste Spiel von Kylian Mbappé im Trikot von Real Madrid. Aber ja, der hat zumindest das, was es braucht. Der nimmt sich den Elfmeter und verwandelt den sicher. Ja, und danach
holt sich Rayo Vallecano die nächste gelb-rote Karte ab, die auch glasklar ist. Was macht der Typ denn da? Der hat schon eine gelbe Karte und schubst einen Rodrigo in die Bande. Auch da können wir von Glück reden, dass ein Rodrigo sich nicht schlimmer verletzt hat. Kylian Mbappé geht den verteidigen, finde ich auch gut von Kylian Mbappé. Aber auch das ist eine glasklare gelb-rote Karte. Hat Real Madrid also wegen dem Schiedsrichter gewonnen? Nein, Real Madrid hat gewonnen, weil Rayo Vallecano sich dumm angestellt hat. Hätte Rayo Vallecano nicht diese rote Karte, diese dämliche rote Karte sich abgeholt, diesen dämlichen Elfmeter hergeschenkt, hätte Real Madrid das Spiel gestern nicht gewonnen. Trotz alledem muss man sagen, auch die Konkurrenz, auch der FC Barcelona hat in dieser Saison schon durchaus oft Glück gehabt mit solchen Spielen, die sie gewonnen haben, obwohl sie die nicht verdient haben. Der Unterschied ist, der FC Barcelona spielt einen ganz anderen Fußball als zurzeit Real Madrid. Dieses Real Madrid hat uns gestern gezeigt, es kann jederzeit gegen jeden Gegner verlieren. Gestern war das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Doch darauf darf sich eine Mannschaft wie Real Madrid nicht dauerhaft verlassen. Erst recht nicht nach so einer Blamage in Benfica Lissabon, nach so einem Pfeifkonzert in einem Heimspiel gegen Rayo Vallecano. Ja, und bevor ich mich jetzt verabschiede, noch die Einzelbewertung der Spieler. Ja, fangen wir im Tor an. Thibaut Courtois hat uns in einer 1:1 Situation, die hatte ich eben im Video tatsächlich noch nicht erwähnt, als es 1:1 stand, lief ein Spieler von Rayo Vallecano von der Mittellinie alleine aufs Tor. Wir können uns bei Gonzalo Garcia bedanken, dem rechten Flügel, dass der das Madridista-Herz am rechten Fleck hat. Der hat sich einen 70-80 Meter Sprint nach hinten angetan. Der Stürmer von Rayo Vallecano, eigentlich ist der Verteidiger, aber ihr wisst, was ich meine, der aufs Tor gelaufen ist, hatte den Atem von Gonzalo im Nacken, hatte einen riesigen Courtois vor sich. Ja, und wir können uns bedanken bei Thibaut Courtois, dass es da 1:1 steht. Wenn Rayo Vallecano in Führung geht, war es das. Also danke Thibaut Courtois, gutes Spiel. Außenverteidiger, ja, wie der Rest der Mannschaft, ich werde jetzt immer das Gleiche sagen, die ersten 20 Minuten waren alle okay, die letzten 10 Minuten auch und dazwischen viel zu wenig. Blutlos, lustlos, ja, kopflos. Und das ist das, was uns Madridistas wehtut, dieser planlose Fußball. Ein Plan war ja da, aber die Spieler haben einfach nicht die Qualität, diesen Plan umzusetzen. Ja, ich muss auch sagen, die besten Spieler in den ersten 20 Minuten waren für mich ein Brahim, der hat mir gut gefallen, waren für mich ein Arda Güler, der mir sehr gut gefallen hat. Ja, war für mich ein Camavinga, der mir sehr gut gefallen hat. Von der 20. bis zur 80. Minute, ja, viel zu wenig. Es gibt Spieler, wenn die mal in die Situationen kommen, dann wissen die, was die mit dem Ball anzufangen hat. Zum Beispiel bleibe ich da, ein Arda Güler, wenn der den Ball hat, ist das einer der wenigen, der Fußball im Fuß hat. Aber auch ein Arda Güler, meiner Meinung nach, muss er viel präsenter sein. Der Junge hat so eine Qualität. Das ist ein Spieler, der so oft wie möglich sich den Ball abholen kommen muss. Aber Rayo Vallecano hat das durchschaut und der Junge wurde gedoppelt, getrippelt. Dann muss allerdings ein Tchouaméni mehr mit dem Ball machen. Ein Brahim, der für ein Bellingham kommt. Wenn Arda gedoppelt wird, muss ein anderer freistehen. Wobei Brahim gestern auch okay war, holt den Elfer raus, macht einen Assist. Aber im Großen und Ganzen von der 20. bis zur 80. Minute viel zu wenig. Ja, und dann von der 80. bis zur 100. Also sind ja 20 Minuten, muss man ja so sagen, da hat mir jeder wieder relativ gut gefallen. Die Aggressivität, die Intensität war da. Real Madrid hat sich in diesen letzten 20 Minuten das Tor erarbeitet, wenn man das so sagen möchte. Ja, aber es gibt im ganzen Spiel den einzigen Spieler, den ich so ein bisschen für 90 Minuten rausnehmen kann, ist ein Thibaut Courtois. Der wurde gestern von uns in der Community auch zum Spieler des Spiels gewählt. Ja, das ist meine Meinung zum Spiel, zur Einzelleistung der Spieler. Ich bin gespannt, was deine Meinung ist. Lass die bitte in den Kommentaren. Ich bleibe dabei,
Auch dieser Sieg darf nicht über die schlechte Leistung von Real Madrid hinwegtäuschen. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Wie gesagt, lass das in der Kommentarbox. Wenn du schon mal da bist, like dieses Video, teile dieses Video. Hypen, hypen, hypen. Wer noch keinen Follow da gelassen hat, bitte tu das. Ach ja, und wenn jemand die Reaktion sehen möchte von mir auf die 3 Tore, folgt mir gerne auf Instagram. Da heiße ich RealMario1902 oder auf TikTok RealMario1902 mit einem Unterstrich. Da seht ihr meine Reaktion zu den 3 Toren. Ich würde euch so viel vorschlagen, achtet mal beim letzten Tor auf mein Headset. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. A la Mari!